Das Go-To-Guys Draft Radar 2020 geht in die nächste Runde. Heute geht es um den Highflyer Obi Toppin. Der 22-Jährige von den Dayton Flyers dominierte die College-Saison wie kaum ein anderer, sorgte für haufenweise Highlight-Material. Nach Junior College und einem ersten Jahr in Dayton, welches er aus akademischen Gründen aussetzen musste, weckte er in den letzten Monaten immer mehr das Interesse der Scouts. Bevor wir über seine Stärken und Schwächen reden, kommen wir zu Beginn erstmal zu einem allgemeinen Überblick und werfen dabei auch einen Blick auf seine Athletik und Physis. Toppin wird mit seinen 6'9 und 225 Pfund als Wing und Big eingesetzt, seine Spannweite wird auf etwa 7 Feet geschätzt. Man vermutet es schon, diese Werte deuten nicht unbedingt auf eine Zukunft als echter NBA Big Man hin. Toppin ist ein vertikaler Quick Leaper, er ist schnell, ein explosiver Jumper und er verfügt über einen fantastischen Second Jump. Auf der anderen Seite ist er relativ dünn, nicht wirklich sehr mobil und flexibel, hat einen hohen Körperschwerpunkt, steife Hüften und schwere Füße. Dazu muss erwähnt werden, dass er zum Jahrgang 98 gehört und so mit 22 vergleichsweise schon relativ alt ist, nur mal so zum Vergleich, auch Spieler wie Bam Adebayo oder Brandon Ingram sind 22. Transition Offense, Finishing am Rim, Shooting-Potenzial und Passing sind die offensiven Stärken von Obi Toppin. 1,44 Points per Possession in der Transition ranken ihn in der überragenden 96er Percentile. Er liebt die Transition, schaltet blitzschnell um und kommt so immer wieder zu vielen einfachen Punkten im Open Court. Egal ob in Grab-and-Go-Situationen nach eigenem Rebound oder wie hier, wo er ohne Ball im Vollsprint zum anderen Ende des Feldes gelangt. Hier schön zu sehen, sobald er sieht, dass der Rebound sicher ist, sprintet er los und überholt alle anderen Spieler. Seine zweite große Stärke ist sein Finishing am Rim. Toppin strahlt jederzeit eine Dankegefahr aus, seine vertikale Gravity ist riesig und es gibt kaum einen Lob-Pass, den der 22-Jährige nicht fangen kann. Er dankt wann immer er kann, zeigt sich in diesem Bereich äußerst aggressiv, aber effektiv. Hier cuttet er Baseline für einen einfachen Dank, hier sieht er den komplett freien Raum vor sich und cuttet zum Korb. In dieser Sequenz geht er über ein Cross-Screen, rotiert hoch, um den Ballscreen zu stellen und rollt sofort ab. Es wird gut sichtbar, dass seine Footwork beim Abrollen alles andere als optimal aussieht, kombiniert mit der mangelnden Mobilität während der Drehung kostet das eine Menge Zeit. Zeit, die er auf dem College-Level hatte, in der NBA wird das eher schwieriger. Toppin ist dennoch ein extrem gefährlicher Abroller im Screen and Roll, gerne auch aus dem Dribble Handoff. Seine Screen-Technik ist ausbaufähig, zwar sucht er gut Kontakt mit der Hüfte, macht sich aber insgesamt nicht breit genug, aber wie angesprochen, auf dem College-Level war er trotzdem zu viel für gegnerische Defenses. Diese absurde Sprungkraft, egal ob mit einem oder mit beiden Beinen, macht ihn zu einer riesigen Lobgefahr, wann immer er abrollt und diese Stärke als Rollman war einer der Hauptgründe für seine enorme Effizienz in Korbnähe. Er mag diese Post-Pins früh im Angriff, wenn er sich zwischen Korb und Defender kämpft. Seine Explosivität und Länge helfen ihm, Offensiv-Rebounds zu holen, nicht nur nach Versuchen von Mitspielern, sondern auch nach eigenen Misses, man beachte den vorhin angesprochenen Second Jump. Toppin bewegt sich gut abseits des Balles, geht hier über ein Cross-Screen rein in die Zone und signalisiert auch schon, dass er den Ball haben möchte. Obi hat einen sehr soften Touch, kann in Korbnähe sowohl mit rechts als auch mit links abschließen. Dank guter Körperkontrolle und der langen Arme kann er über viele Defender hinweg finishen und er kann kleinere Gegenspieler zum Korb pushen. Er zeigt Ansätze eines Spin-Moves, auch wenn das alles noch sehr ungeschliffen wirkt. Hier merkt Toppin, dass der Defender schlecht positioniert ist, der Spin ist aber alles andere als sauber und der Abschluss wird schwerer als nötig. Sein rechtes Bein ist viel zu weit weg vom Defender, der Dropstep ist zu kurz, der Verteidiger, der eigentlich überhaupt kein Business mehr hatte zu contesten, schafft es sich wieder zwischen Toppin und dem Korb zu kommen. Sein guter Touch, vor allem mit rechts, bügelt aber viele dieser unsauberen Moves wieder aus, zumindest im College. Reden wir nun über sein Shooting. Obi Toppin verwandelte in dieser Saison starke 39% seiner Dreier und zeigte somit Ansätze als Floor-Spacer. Das Volumen hält sich zwar noch in Grenzen, er nimmt 1,9 Versuche pro 100 Possessions, dennoch mag ich sein Potenzial.
Er hat einen soften und tollen Touch und die Form ist relativ ordentlich, auch wenn es den ein oder anderen Punkt gibt, der etwas stört. Der Release ist nicht sonderlich schnell und er hat die linke Hand auf dem Ball und nutzt dazu auch noch den Daumen der linken Hand. Allgemein ist mir diese linke Hand hier etwas zu sehr involviert. Toppin hat gute Range und seine Fähigkeit aus dem Pick and Pop zu werfen macht ihn zu einem variableren Scorer. Außerdem positioniert und bewegt er sich toll, rotiert hier von der rechten Ecke in die linke, fordert den Ball und verwandelt den Wurf. Hat er Platz und Zeit, sieht Toppins Wurf sehr viel cleaner aus, als wenn er unter Druck ist, nicht viel Platz hat oder Gegenspieler zum Closeout rotieren. Obi Toppin ist ein für einen College-Pick hervorragender Passer. Er findet Mitspieler am Perimeter mit präzisen Kickout-Pässen, wenn er unter Druck gesetzt wird, sucht freie Kollegen, wenn er im Post agiert, er mag diese einhändigen Anspiele in die Weak Side. Ich war wirklich überrascht, über welche Vision der 22-Jährige verfügt, er findet konstant freie Kollegen, macht richtige Reads und trifft gute Entscheidungen. Hier bekommt er den Ball on top und der erste Instinkt ist raus in die rechte Ecke, allerdings gehen zwei Mitspieler dorthin und so bedient er den Mann in der Mitte. Und selbst aus dem Dribbling, hier beim Drive, hat Toppin das Auge und die Skills für Pässe wie diesen. Face-Up Shot Creation, Ballhandling und physische Defizite sind die offensiven Schwächen von Obi Toppin. Versucht der 22-Jährige selber mit dem Ball in der Hand am Perimeter zu kreieren, werden zahlreiche Schwachstellen gnadenlos offengelegt. Toppin kann zwar einige Ballhandling-Aufgaben übernehmen, dennoch ist er kein besonders guter Ballhändler. Das fällt vor allem beim Drive auf, wo er den Ball nicht eng genug am Körper halten kann, vor allem nicht mit links und sich da viel zu schnell aus der Kontrolle bringen lässt. Er kann nicht wirklich auf Defender reagieren, wenn diese vor ihm stehen und wird seine Handles unbedingt verbessern müssen, um in der NBA gegen andere Wings zum Korb zu ziehen. Toppins hoher Körperschwerpunkt und die steifen Hüften sind auch beim Drive ein Problem, er kommt nicht wirklich weit runter. Seine unorthodoxe Footwork und die schweren Füße bremsen ihn aus und hier packt er zwar den Spin-Move aus, dribbelt damit aber direkt in einen weiteren Defender rein. In diesem Zusammenhang muss auch angemerkt werden, dass er sein Passing aus der Bewegung verbessern muss, da hat er noch große Schwierigkeiten, vor allem wenn er unter Druck gesetzt wird. Richtungswechsel bei Tempo fallen ihm schwer und er muss sich so sehr auf sein Handling konzentrieren, dass der Blick oft nach unten geht, was seiner Spielübersicht schadet. Zwar ist Toppin ein explosiver Dunker, trotzdem aber nicht unbedingt mit einem explosiven ersten Schritt ausgestattet. Und schaut mal, wie er hier viel zu früh gathert, das macht er instinktiv sofort, wenn der Help Defender ihm zu nahe kommt. Wenn er aus dem Dribbling wirft, endet das meist deutlich daneben, ein Ergebnis von unsauberer Footwork von Dribbling in Wurf, die dann in schlechte Balance führt. Obi Toppin hat große Schwierigkeiten, Kontakt zu absorbieren, er wiegt nicht viel, hat dünne Beine und wie angesprochen einen hohen Körperschwerpunkt. Der 22-Jährige hat im Post keine Chance, physische Spieler zum Korb zu pushen, das schadet massiv der Qualität seiner Versuche und limitiert im Endeffekt auch sein Potenzial als Post-Up-Spieler. Toppin hat offensiv ohne Frage eine Menge Potenzial, die großen Fragezeichen findet man aber am defensiven Ende. Das hat mit vielen Faktoren zu tun, beispielsweise mangelndem defensiven IQ, schwachen Rotations und körperlichen Defiziten. Schauen wir uns das aber mal etwas genauer an. Toppin wird immer wieder im Pick and Roll überwunden. Hier läuft er gemütlich zu seinem Spot, in welchem er aber sofort entblößt werden kann, da er auf der falschen Seite verteidigt und der Ballhändler rechts über den Screen geht. Toppin gibt also die komplette Driving Lane in der Drop Coverage ab und versucht als Shotblocker zu recovern, was nicht gelingt. Das hat etwas mit richtigem Positionieren und richtiger Technik zu tun, man dreht die Hüfte nicht zum Defender, wenn dieser zum Korb steht, sondern versucht diesen frontal vor sich zu halten. Außerdem benutzt er seine Hände nicht wirklich. Hier auch wieder, sofort wird die Hüfte seitlich gedreht, außerdem kann er die Füße nicht auf dem Boden lassen, sondern springt auf und ab, schlussendlich fällt er auf den Shotfake rein. Toppin lässt auch den Rollman des Gegners viel zu häufig hinter sich. Auch beim Hatchen hat er große Probleme, da er nicht wirklich schnell, mobil und leichtfüßig genug ist, um bis zum Perimeter rauszugehen. Und wieder deutet sich etwas an, worüber wir nachher noch genauer reden werden, nämlich Probleme bei der Rim Protection. Sorgen bereitet auch, dass er ewig braucht, um im Pick and Pop draußen am Perimeter beim gegnerischen Big zu sein. Man sieht das hier, er hat Probleme dabei, schnell die Richtung zu ändern, muss vor allem im Hinblick auf Footwork eine Menge ändern.
Ja, er kommt raus, kommt aber zu keinem kontrollierten Stand und gibt die Driving Lane ab und wieder wird der Blockversuch nichts. Toppin hat kaum eine Chance, kleinere Spieler am Perimeter vor sich zu halten, auch das wirkt sich negativ auf seine Pick-and-Roll-Defense aus, wenn er nicht wirklich switchen kann. Der 22-Jährige hat die Angewohnheit, oft zu lange bei seinem Matchup zu bleiben, wodurch er den richtigen Moment für die richtige Rotation verpasst. Auch dadurch geht eine Menge des durchaus vorhandenen Shotblocking-Potenzials verloren. Er befindet sich öfter im Niemandsland, als einem lieb ist, und bewegt sich oft merkwürdig auf dem Parkett. Er hat die Angewohnheit, sich vom Ball wegzudrehen und damit gar nicht mitzubekommen, was der Ballhändler macht. Dazu kommt teilweise unnötiges Gambling, egal ob am Perimeter oder im Post. Toppin ist kein Defender, der über seinen Bereich hinaus verteidigt, mehrere Dinge mit einmal macht. Hier bleibt er in der Mitte, alles schön und gut, problematisch wird es halt dann, wenn du nicht richtige Closeouts laufen kannst. Und auch sein defensiver Fokus bzw. Einsatz kommt und geht. Seine physischen Defizite werden Toppin auch als Post-Defender zum Verhängnis. Es scheint momentan fast ausgeschlossen, dass er gegnerische Center in der NBA adäquat verteidigen kann. Er beißt bei jedem Pumpfake an und offenbart technische Unsauberkeiten, so wie hier, wo er sein linkes Bein so sehr gegen den Angreifer drückt, dass dieser einfach drumherum spinnen kann. Und abschließend, seine Rebound-Arbeit ist einfach unglaublich frustrierend. Seine Ausboxing-Arbeit ist an sich nicht schlecht, Toppin lässt sich aber viel zu einfach aus der Position bringen. Und er bekommt eine Menge Rebounds nicht, die er eigentlich holen müsste. Langfristig gesehen wird es gegen physische, athletische NBA-Bigs eher schwieriger, von daher wird er sich da noch um einiges steigern müssen. Wir haben also einen Defender, der nicht schnell und mobil genug für Wings am Perimeter ist, gleichzeitig aber auch nicht physisch und lang in der Zone gegen Bigs. Er zeigt Ansätze, macht immer mal wieder wertvolle Reads aus der Weak Side oder verteidigt gut im Post, wenn der Angreifer ihn nicht overpowern kann. Und man darf auch die explosive Sprungkraft nicht vergessen, die ihm zumindest Potenzial als Shotblocker gibt. Das sind aber alles keine Stärken an sich. Toppins Defense ist der Grund, warum er nicht zu den absoluten Top-Picks gehört. Sein Fit in der NBA dürfte klar sein. Viele Screens, viele Handoffs, viel Abrollen und wann immer es geht in Korbnähe finishen, im Optimalfall mit Dunks. Sein Wurf dürfte übertragbar sein, obwohl man aufgrund des geringen Volumens noch keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte. Wie gut er als On-Ball-Shot-Creator sein wird bzw. als Playmaker für andere, sollte am Ende über die Größe seiner offensiven Rolle entscheiden. Ist seine Defense gut genug, um ein Starter bei einem NBA-Team zu sein, oder reicht es nur als Offensivspezialist von der Bank? Wie vorhin angesprochen, werden seine physischen Defizite wohl verhindern, dass man ihn gegen gegnerische Center einsetzt, was im Umkehrschluss bedeutet, dass Toppin wohl als Vierer eingesetzt wird. Zumindest vorerst dürfte das seine Position sein, wobei es durchaus Vorteile bringen könnte, ihn langfristig sogar auf der 5 Minuten zu geben. Im Optimalfall reden wir von einem elitären vertikalen Spacer, der allerdings auch gleichzeitig als Stretch 4 agieren kann, Playmaking und etwas Ballhandling beispielsweise aus Handoff-Situationen mitbringt. Arbeitet er gleichzeitig defensiv an seiner Technik, Footwork, versucht schlechte Angewohnheiten abzustellen und wird ein klügerer Teamdefender, sehe ich durchaus die Chance, dass er ein fester Starter bei einem guten Team werden kann. Was haltet ihr von Obi Toppin? Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut!